Willkommen bei Backleben. Heute machen wir ein Basisbrot. Ein Teig mit ganz viel Variationsmöglichkeiten. Für unser Basisbrot mit vielen Variationen brauchen wir Dinkelmehl, Weizenmehl und ein bisschen Roggenmehl. Wir brauchen Wasser, Zucker, Salz, Hefe. Das ist unsere Basis. Das gibt einen Teig, der ist, selbst wenn man nichts mehr reintut und einfach nur ein Brot davon macht, wirklich gut, wird ein schönes, gutes, leckeres Brot. Wir machen daraus aber so ein Brot, so ein Brot und so ein Brot. Hier haben wir einmal grob gehackte Nussmix-Variationen. Ich habe hier Röstzwiebeln und eingelegte Tomaten. Und ich habe hier einen Mix speziell aus einem Crunchy Müsli, in dem Honig drin sind und Mandeln. Habe ich schlicht und einfach einmal kurz grob gehackt, ist in dem Brot, gibt eine ganz, ganz wunderbare, ganz leicht süßliche Note. Ein Teig, aber ganz andere Brote, schmecken komplett anders und sie gelingen immer. Die Zubereitung von unserem Teig für das Basisbrot ist denkbar einfach. Wir beginnen damit, dass wir das Wasser in den Kessel tun. Dann ganz einfach die Hefe rein, ups, den Zucker zur Hefe. Ich löse das Ganze ein bisschen an, sprich ich rühre es kurz um, dass es sich gut verteilt. Muss nicht unbedingt, ich mache es gerne, weil es einfach schöner sich dann im Mehl auch verteilt und löst. Jetzt kommt unser Mehl rein und zum Schluss das Salz. Und das ist es auch schon. Jetzt geht es in die Maschine für eine Knetzeit mittlere Stufe von 5 Minuten. Der Teig hat jetzt 5 Minuten Knetzeit hinter sich. Er schaut so aus. Ich habe ihn gerade schon eingemehlt. Holen wir ihn mal raus. Er ist weich genug, er ist fluffig, so wie er sein soll. Da wir aus diesem Basisteig jetzt 3 verschiedene Brote machen, wiege ich ihn jetzt auch ab. Ich habe hier 1000 Gramm Mehl, ein bisschen Salz und Zucker und 600 Gramm Wasser. Ich habe also 1600 Gramm Teig. Nach Adam Riese durch 3 geteilt sind das ungefähr 530 Gramm pro Brot an Teiggewicht. Da bin ich schon ein bisschen drüber. Jawohl. Wir brauchen ein Stückchen. Ja, der passt auch. Jetzt bin ich gleich. So, jetzt habe ich 3 Stücke, die gleich sind vom Gewicht her. Jetzt mixe ich die jeweiligen Zuschläge dazu, die ich gerne haben möchte. Ich mache also aus einem normalen Brot, das ich auch so schon verwenden könnte, jetzt Variationen. Wie gesagt, einmal die Sache mit dem Honigmüsli und Mandeln, sehr dezente Note. Dann meine getrockneten Tomaten mit den Röstzwiebeln und meinen Nussmix. Ich habe übrigens diese beiden Varianten grob gehackt. Das kommt jetzt für ungefähr 2 Minuten in die Maschine. Ich beginne langsam, werde dann aber schneller. Das schneller deshalb, weil dann der Teig in der Maschine schlägt und sich sehr schnell mit der jeweiligen Mischung verbindet und sie gut unterknetet. Fangen wir also damit an. In unserer kleinen Aufnahme, die wir gerade gemacht haben, vom Unterkehren der einzelnen Zuschlagstoffe, kann man sehr schön sehen, ich beginne langsam, bin sehr schnell dann auf der mittleren Stufe und zum Schluss ganz schnell auf der hohen Stufe. Wie ich eben schon sagte, der Teig kann das sehr gut haben, der ist weich genug, der nimmt alles an, was man ihm gibt. Bei der hohen Stufe fängt er an, sich wirklich zu verkneten. Das Ganze dauert keine 2 Minuten, dann habe ich die einzelnen Zuschlagstoffe eingearbeitet. Hier noch einmal
Zum Vergleich, das ist unser Müsli-Mix, das sind unsere Haselnüsse und das ist der Mix zwischen Röstzwiebeln und eingelegten Tomaten. Das geht jetzt für 30 Minuten in die Teigruhe. Hier drin ist es schön warm. Ich decke das ab mit einem Tuch. Ja, und dann schauen wir nachher weiter, wie wir daraus die schönen Brote machen. Bis gleich. Unsere Teigstücke waren jetzt 30 Minuten in der Teigruhe. Ich nehme jetzt mal unser Backtuch runter und wie man sehr schön sehen kann, sind sie wunderbar aufgegangen. So soll es auch sein. Ich falte und ziehe die jetzt einmal kurz und wirke alle 3 Stücke rund und gebe ihnen dann nochmal 10 Minuten Entspannungszeit. Das ist sehr, sehr wichtig, was ich jetzt mache, weil damit gebe ich in diese Teigstücke Struktur, die sie brauchen. Da geht kein Weg dran vorbei. Ist ganz einfach, tut dem Brot richtig gut und kann jeder. Jedes Teigstück natürlich einzeln. Wie man sehen kann, keine große Sache. Ich drücke wieder am Ende vom Schluss, so dass ich nicht alle Gare herausdrücke, sondern nur die nötige Struktur in mein Teigstück bringe. Ich falte das so ein bisschen, mache da überhaupt keine großen Verrenkungen mit, muss ich auch nicht, denn wie man sieht, wenn man mal den Größenvergleich nimmt, haben sie so schon eine viel bessere Spannung. Genauso bei diesem hier. Einmal von allen Seiten zusammengelegt und ganz kurz mit der Hand zu einer schönen runden Kugel geformt. So, jetzt noch einmal 10 Minuten Entspannung und dann werden wir die Teigstücke aufmachen. Einmal ein rundes Körbchen ausgemehlt, einmal ein längliches Körbchen ausgemehlt und einmal einen Kasten mit Butter ausgefettet. In den Kasten kommt das Brot mit den Zwiebeln und den Tomaten. Aus einem ganz bestimmten Grund. Die Tomaten haben Wasser. Das Teigstück ist ein wenig weicher und das ist ideal für den Kasten. Das passt wunderbar. Ja, schauen wir doch gleich mal, wie wir weitermachen. Die 10 Minuten Zwischenruhe sind jetzt um. Unsere Teigstücke konnten sich entspannen, haben sich erholt, sind wieder ein bisschen aufgegangen. Ich mache es jetzt auf. Ich fange mit dem Brot, mit den Zwiebeln und den Tomatenstücken an. Da drücke ich jetzt auch nicht die ganze Gare raus, sondern falte es einfach nur ein wenig noch, wie man hier sieht, entlang des Schlusses, einmal kurz gerollt. So, das war's schon. Es kommt in meinen Kasten. Kann man schön sehen, so sieht das aus. Mein Brot mit dem Müsli mache ich noch einmal ein wenig rund. Und dann aber auch zu einem kleinen, länglichen Leib geformt. Mehr muss es gar nicht sein. Kommt mit dem Schluss nach oben in mein längliches Körbchen. Und zum Schluss unser Haselnussbrot. Da ist es wichtig, es noch einmal kurz rund zu wirken. Den Schluss gut zu drücken, dass er gut zusammen ist, denn er kommt jetzt mit dem Schluss nach unten in das Körbchen. Umkehrschluss, wenn ich es später auf das Backblech lege, ist der Schluss oben und bricht beim Backen wunderschön auf. So, und jetzt kriegen meine 3 Teigstücke noch einmal 30 Minuten Teigruhe, Stückruhe und dann geht es in den Ofen. Unsere Brote haben jetzt 30 Minuten Stückruhe hinter sich und sind bereit dafür in den Ofen geschoben zu werden. Wie man sieht, sind sie schön gekommen. Ich nehme jetzt das runde Brot, gebe es auf das Backblech. Das längliche Brot, das gebe ich hier vorne auf das Backblech. Ich versuche die beiden Brote in einem guten Abstand zueinander haben, so wie man hier sieht. Dann gehen sie ungestört auf. Das längliche schneide ich gleich noch ein. Unser Kastenbrot bekommt einen Schnitt 1 cm tief, einmal über die gesamte Längsachse. Ganz wichtig, ich habe jetzt 3 Brote im Ofen. Da fahre ich mit einer Temperatur von 220 Grad für 15 Minuten. Wir haben in unserer Beschreibung auch noch ein Rezept für nur ein Brot. Da ist an der Stelle gesagt 220 Grad für 10 Minuten. Der Hintergrund ist, ich habe hier einfach mehr Masse, eine andere Verteilung der Luft. Da muss ich einfach etwas länger die Anfangshitze haben. Danach schalte ich runter auf 180 Grad für nochmal 30, 35 Minuten und dann sind meine schönen Brote auch schon fertig.
So, und jetzt gehen sie in den Ofen. Unsere Brote waren jetzt 45 Minuten im Ofen. Sie sind gut durchgebacken. Man kann es hören. Wir haben in unserem Rezept diese 3 Brote beschrieben, mit allem, was notwendig ist, wenn man diese 3 Variationen machen möchte. Ihr seid natürlich in eurer Fantasie ungebunden. Ihr könnt alle möglichen Variationen aus diesem Teig machen. Die Videoverlinkung wie immer mit dem Rezept und diesmal spezial auch noch ein zweites Rezept zu diesen Broten, wenn jemand nur ein Brot machen möchte und nicht so einen großen Aufwand treiben. Also ich bin überzeugt davon, ihr werdet mit den Rezepten gut klarkommen. Schreibt mir wie immer gerne eure Kommentare, schreibt mir eure Fragen, ist gar kein Thema. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, sage bei Backleben tschüss, bis in 2 Wochen. Streifen auch gerade? Nee. Du mich auch. Eine Variation, wie ich schon gesagt habe, Müsli, Haselnuss, Tomate, Petersilie, Schnittlauch. Ich fange nochmal an. Scheiße.